Rückrundenauftakt gegen Gladbach, Verfolgerduell. Wir sind 3 Punkte vor den Gladbachern. Wir haben, glaube ich, in der Hinrunde ja eines unserer schwächeren Spiele da in Gladbach gezeigt, haben da verloren, haben wir sogar, muss ich ja überlegen, DFB-Pokal haben wir, glaube ich, auch gewonnen. Aber in Gladbach 2-0, ich glaube, das war diese Saison. Bin ich der Meinung. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir starten gut rein. Wir haben viel vor. Sind in der Champions League noch mit dabei. DFB-Pokal, Liga oben dran. Oder oben drinne. Platz 4 wollen wir natürlich auch gerne behalten. Und nach Möglichkeiten sogar vielleicht ein bisschen mehr. Mal gucken. Vielleicht geht ja was in Richtung Platz 3, Platz 2. Aber jetzt wollen wir erstmal Platz 4 sichern. Das ist ja unser Ziel. Vom Vorstand ausgegeben. Achtung, Gladbach mit der ersten Chance. Stehen halt auch nicht ohne Grund auf Platz 6 oder 7, glaube ich. 3 Punkte hinter uns. Also Verfolgerduell. Spitzenduell, wenn man so möchte. Mal gucken, ob es auch das hält, was es verspricht. Van der Beek. Oh, erste Situation. Vorteil. Sehr gut. Kalajdzic mit Haraldsson und wieder Kalajdzic. Ja, der wird niemandem weglaufen. Der muss jetzt in die Mitte. Kriegt Haraldsson den? Nee, kriegt er nicht. Es war besonders in der Hinrunde gegen Gladbach auch sehr, sehr merkwürdig zu spielen. So würde ich es mal beschreiben. Also wir waren halt auch nicht gut, ne? Das muss man mal dazu sagen. Wir waren, ich glaube am Anfang hatten wir ein paar Chancen, aber dann hat uns Gladbach in der zweiten Halbzeit dann auch den Zahn gezogen. Ich glaube ein breites 4-2-3-1 ist heute hier angesagt. Und für uns gilt natürlich wie immer nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Die Flucht nach vorne, wie ich so immer gerne sage. Resté mit der ersten Parade. Es gibt nachträglich noch Gelb für Cambiagi. Ich glaube, nach dem Foul da im Mittelfeld gegen Van der Beek, genau. Oh, schön von hinten rein. Schön klassisch auf den Knöchel drauf oder in eine Ferse rein. Oh, vielleicht jetzt nur noch über die Nummer 21 spielen, ein bisschen provozieren, wegen Platzverweis und so weiter und so fort. Kadiolu. Das sind wieder auch ganz typische Situationen, wo wir nicht in den Zweikampf reinfinden. Warum auch immer. 3, 4 Mann. Gerade da auf der Außen. Man kommt da einfach nicht hin. Das ist so krass. Das ist halt einfach schon geskriptet. Das steht wirklich schon weit vorher fest, dass ihr diese Zweikämpfe niemals gewinnen werdet. Es ist einfach so. Egal wie gut man steht. Seht ihr, egal wie gut ihr steht, egal was ihr macht. 3, 4 Mann können da drauf gehen. Die sind einfach Hulk. Wirklich, die halten einem vom Leib. Die können mit euch machen, was sie wollen. So, Haraldsson, komm. Zieh mal das Tempo an gegen... TT ist auch nicht ganz so langsam, merke ich gerade. Aber gut, wir haben den Ball. Und das ist die nächste Grätsche. Ist es zufällig Cambiagi? Nee. Ist Weigel gewesen. Aber ihr seht... Da gehört auch immer ein bisschen Spiel mit dazu. Oh, Verletzung. Van der Beek, was ist das denn? Oh, hier im Pacho hatten wir Glück. Da ist Van der Beek mit Verletzung. Und Ugarte aus dem Rückraum, warum nicht? Halt einfach mal versucht. Oh, gibt's das Eckball? Ja, komm, das gibt Eckball. Nee. Haraldsson rettet gerade noch. Also ein bisschen wild gerade. Wir kriegen momentan keine Ruhe rein. Vernünftigen Angriff momentan auch nicht, weil die Gladbacher das halt gut verteidigen. Mit fast 11 Mann hinter den Ball. Aber trotzdem ist die Lücke da. Ugarte, ja, einfach mal versuchen. Ja, ich lasse Van der Beek nochmal. Meistens geht ja die Verletzung dann weg. Läuft er dann meistens raus, unten 4-2-3-1. Vielleicht ist auch heute mal wieder ein Spiel, wo man halt mal die Aufstellung ein bisschen umstellen muss, dann irgendwann. Also die Formation. Aber ich lasse es jetzt beim 4-4-2. Ich möchte ja dem Gegner unser Spiel hier aufdrücken. Oh, nächste Grätsche, was ist mit Hack los? Wobei, das ist auch Kadiolo ein bisschen zu theatralisch vielleicht, ja, abgehoben. Die nächste gelbe Karte. Also Gladbach jetzt schon mit 2 gelben Karten, hier sehen wir das nochmal. Oh, ohne Rücksicht auf Verluste, zack. Aber hier geht es auch um viel, ganz klar. Gladbach will oben dran bleiben. Wenn sie hier heute gewinnen, sind sie punktgleich mit uns. Ich möchte mindestens mal Remis spielen, natürlich auch gewinnen. Oh, aber es läuft hier sehr, sehr beschwerlich, wenn selbst so einfache Bälle nicht ankommen beim Mann. Und wir, ja, ein bisschen zu lange brauchen. Also für viele Sachen, es läuft sehr, sehr behäbig, sehr, sehr langsam, aber jetzt vielleicht. Irgendwo brauchen wir den Knotenlöser. Vielleicht ist das jetzt Haraldsson. Oh, und Van der Beek ist wieder fit. Rechtzeitig noch. Guter Schuss. Da war sich gleich nochmal an der Ecke probieren. Aber auch schon gar nicht mehr getroffen. Da ist ja Kalajdzic. Hinten ist Mamouche. Aber Omlin ist vorher da. Also ich glaube,
Also so gefühlt bekommen wir heute nicht viele Chancen, weil es läuft irgendwie nicht so rund. Ja, wir brauchen ein bisschen, um ins Spiel reinzukommen. Wir haben zwar in den letzten, was ist das, 15 Minuten fast 90% Ballbesitz. Aber es bringt uns hier alles nichts, ne? Nur rumspielen mit dem Ball. Müssen auch mal ein bisschen gefährlicher nach vorne. Oh, Orban unnötig. Da hätten wir Zeit gehabt. So, und dann Verteidigung muss stehen. Pacho Meier auf der Außen, Van de Beek. Jetzt aufgepasst. Jetzt fehlt da hinten in der Innenverteidigung. Aber da ist er wieder. William Pacho. Achtung, Grätsche klappt nicht. Aber Robin Koch ist da. Macht da. Das meine ich zum Beispiel. Ne? Da war gerade sehr viel Harakiri mit dabei. Und wir schaffen es nicht umzuschalten, weil die Gladbacher hinten halt gut stehen. Da muss dann halt auch mal so eine Einzelaktion her. Mamouche, warum nicht? Kriegt da eine Flanke hin. Ja, immerhin Eckball ist okay. Irgendwie müssen wir heute halt auf eine andere Art und Weise unsere Chancen rausspielen. Jetzt ist der Eckball ein bisschen besser, hoffe ich. Jetzt kommt Orban ran oder auch nicht. Guardiolu, da fehlt sonst jemand hinten. Van de Beek, gute Flanke. Kalajdzic, Orban. Tja, ich glaube, ich werde es zur zweiten Halbzeit mal umstellen. Beziehungsweise ich mache es jetzt schon mal. Ich mache das 4-3-2-1, ne, um im Mittelfeld vielleicht Überzahl zu kriegen mit den Dreien. Und dann vorne mit den beiden Mittelstürmern. Also mit den beiden Zehnern sozusagen. Rechts und links dann von Kalajdzic. Das hat ja zum Beispiel gegen Wolfsburg ganz gut funktioniert, wo wir dann zurückgelegen haben. Wo wir halt auch mussten. Ne? Aber jetzt will ich halt auch ein bisschen mehr Druck einfach ausüben. Und ich erhoffe mir halt dadurch, dass wir uns ein bisschen mehr Druck aufbauen können. Guck, die Formation zum Beispiel, Orban, Mamouche. Die können sich dann halt quasi zwischen den Außenverteidigern und den jeweiligen Innenverteidigern ja, durchmogeln, durchwursteln. Aber Van de Beek nehme ich jetzt mal raus. Dazu kommt Miretti hier rein. Ja, Haraldsson, der könnte eigentlich mit nach vorne gehen. Also der könnte sich nach vorne orientieren. Die bleiben soweit. Was habe ich denn hier? Da habe ich jetzt Pressing eingestellt. Aber das können wir ruhig so lassen. Doch, wir machen das mal. Wir versuchen mal 4-3-2-1. Ansonsten muss ich halt wieder zurück aufs 4-2-3-1 gehen, je nachdem. Aber genau, wir gucken erstmal. Vor allem hängt das ja auch so ein bisschen auch von den Gladbachern ab, ne? Wie die jetzt spielen. Wie die damit zurechtkommen. Chavez, Honorar, jetzt haben sie mir ein bisschen zu viel Platz. Achtung, Flanke kommt. Koch ist da und der erste Versuch mal umzuschalten. Haraldsson, nee, brauchen zu lange. Guck mal, das zum Beispiel auch. Warum rennt Meier einfach blind durch? Ich meine, er sieht, dass der Ball nach hinten kommt. Muss er auch nach hinten gehen. Guardiolu ist da, sehr schön. Nächste Chance, Haraldsson. Jetzt warten wir wieder so ein bisschen. Aber genau das soll Mamouche machen. Die Gegenspieler ziehen, damit der Platz frei ist für Meier. Kalajdzic vorne. Ja, warum nicht? So ist der Plan. So ist es auch angedacht. So war das schon mal gut gespielt. Und Kalajdzic mit links leider nicht sein stärker Fuß. Aber okay, mit links darf er es gerne auch mal probieren. Tja, und wenn wir jetzt so weitermachen, dann ist die Führung auch nur noch eine Frage der Zeit. So wünsche ich mir das natürlich. So ist immer die Idealvorstellung, aber es klappt natürlich nicht immer. Aber die Idee dahinter ist halt schon sehr deutlich gewesen. Ne? Im Mittelfeld Überzahl haben irgendwie durch die 3 Mann. Und dann einfach durch Orban und Mamouche, dadurch, dass sie die Verteidiger vielleicht ein bisschen binden. Dann Platz für die Außenverteidiger. Aber hinten, oh, dürfen wir natürlich auch nicht den Laden aufmachen. Pfosten. So schnell kann es dann auch gehen. Robin Koch, die Ecke für die Gladbacher. Also, so schnell kann es auch gehen. Ne? Einmal hinten nicht aufgepasst, einmal geschlafen. Und schon hätte das auch klingeln können. Achtung, Eckball kommt, geklärt. Oh, und Hack allein gegen alle wieder. Das ist jetzt wieder so eine Phase, die wir hier überstehen müssen. Verteidigung steht. Achtung, Haraldsson und Gladbach vorbei. Also es bleibt dabei, wir sind zwar überlegen, würde ich schon sagen, aber jetzt nicht so druckvoll überlegen. Also so quasi Einbahnstraßenfußball, aber wir haben die Chancen. Orban, Guardiolu, wieder Platz für den Verteidiger. Diesmal über rechts. Flanke kommt, gar nicht schlecht, aber da ist halt niemand da. Dann ist leider niemand da, den wir dann mal als Abnehmer benutzen. Nächstes Spiel ist dann in Stuttgart.
Und wieder gleiche Situation, Verteidiger über außen. Vorne der eine Mittelstürmer zieht einen Verteidiger. Dadurch dann Platz und das muss Freischuss geben. Wir nehmen mal den Freischuss. Ich hätte doch Vorteil machen können. Wir nehmen mal den Freischuss von der Seitenlinie. Ich bin mir mal überlegen. Eigentlich müsste den an den zweiten Pfosten hier. Zack, Hüsei. Zack, einmal kurz die Grätsche. Ich lasse nochmal Kalajdzic drin. Der ist ja ein paar Zentimeter größer. So, aber da muss ein Linksfuß hin. Den müssen wir zum Tor, obwohl... ich überlege. Doch, wir machen das mal mit Meier. Und dann versuche ich an den zweiten Pfosten. Da ist Kalajdzic, da ist Pacho, da ist Koch. Ah ne, der steht am 16er, aber gut. Kalajdzic zumindest. Oder Miretti kommt auch ran! 1-0! Lauf nicht gegen Pfosten, Junge, sonst verletzt du dich unnötig. Na, wo willst du hin? Da unten willst du hin. Sehr schön. Also, die Variante hat geklappt. Sollte eigentlich ein anderer Spieler ran, aber im Endeffekt ist es scheißegal, wer da an den Ball rankommt. Mit links zum Tor hingezogen, zack, und dann ist Miretti, ja, gegen, ich weiß gar nicht, war das sogar Cambiagi, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall ist er drin, setzt sich da durch, zack, mit dem Kopf an Omlin vorbei, da rauscht Kone durch den Fünfer, auch kein Foul. Und somit die Führung. Und endlich, Miretti, erstes Tor, es hätte keinen besseren Zeitpunkt geben können für sein erstes Saisontor. Jetzt wisst ihr mal, wie das ist. Wenn die Gegner immer mit ihren Spielern ihr erstes Saisontor machen, jetzt hat Miretti mal. Ah, Frank Honorar hat getroffen. Weiß das Spiel schon mehr, 5 Tore in 12 Partien. Sollte Honorar also heute noch treffen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Und jetzt natürlich Platz und Zeit und mit Überzahl. Über Meier, über Mamouche, wieder Meier. Ja, schön gespielt. Und jetzt Kalajdzic. Oder Ugarte. Oh ja, schöne Chance. Aber er kommt nicht durch. Ah, schade, ey, da mal... Oh, was macht denn da Omlin? Gar keine Zeit zum Reagieren hier. Oh, was war da denn los? 2-0. Das war wieder ein typisches FIFA-Tor. Viel Kuriositäten hier da mit dabei. Hier, der Ball war eigentlich schon weg und dann der Rückpass funktioniert mal nicht. Weil ansonsten kriegt der Gegner den ja immer geklärt mit dem Keeper. Aber hier diesmal nicht. Es geht schief und ihr seht... was da daraus entsteht. Ugarte dann. Wobei seinen ersten Schuss hätte ich auch gerne mal gesehen, wenn er den besser kontrolliert bekommt und dann direkt ins lange Eck. Da habe ich schon wieder ein Traumtor vor mir gesehen. Na gut, also 2-0, eine Viertelstunde vor Schluss. Sieht erstmal komfortabel aus, aber wir merken uns Frank Honorar. Falls er doch nochmal treffen sollte, dann habt ihr das hier zuerst gehört. Und die Taktik ist aufgegangen. Die ist super aufgegangen. Wir hatten mehr Platz über die Außen. Im Zentrum hatten wir auch ein bisschen mehr Präsenz. Und somit haben wir die Gladbacher Verteidigung geknackt bislang. Zweimal Honorar. Oh, Quatsch. Honorar Orban. Ich habe die ganze Zeit Honorar jetzt im Kopf. Robin Koch ist dazwischen sehr gut. Wenn wir hier heute 3 Punkte holen, das wäre schon mal wichtig. Zum Rückrundenauftakt oben. Je nachdem, wie dann Wolfsburg und Leipzig spielen. Ah, schade. Das ist sehr wichtig heute. Aber Gladbach ist noch nicht geschlagen. 8 Minuten hier, ein schneller Anschluss. Gut, aber ich glaube, es sieht jetzt nicht so danach aus. Besonders dann in Halbzeit 2. Der eine Pfostenschuss natürlich, wenn der reingeht, dann kann das Spiel auch ganz anders laufen. Aber er ist Gott sei Dank nicht reingegangen. Jetzt haben wir nochmal Kalajdzic. Oh, wunderschön. Ugarte, jetzt hätte er gehen können. Oh Mann, so hätte ich eigentlich den Schuss sehen wollen. Den ersten, der dann geblockt wurde. Wo wir da nochmal nachgesetzt haben. Naja, aber ich glaube, am Ende des Tages wird das jetzt nicht spielentscheidend sein. Wir werden das Ding hier, glaube ich, gewinnen. 5 Minuten sind es noch mit Nachspielzeit. Da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Das wird reichen. So, Ugarte, nächster Ballgewinn. Zack, zieht nochmal das Foul. Freischuss. Gibt auch nochmal Gelb für Schwanchara. Also so viele gelbe Karten habe ich auch noch nie, glaube ich, erlebt in einem Spiel. Ja, wieder ein Fehlpass. Also es war nicht perfekt, auf jeden Fall. Nicht. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber Hauptsache gewonnen. Hauptsache wir gewinnen diese Spiele dann auch. Weil am Ende des Tages, ja, juckt es niemanden mehr, wie hier die Siege zustande gekommen sind, wie wir hier die Tore geschossen haben. Hauptsache wir gewinnen. Und das sieht bislang gut aus, auch zu 0. Jawohl, Achtung.
Gladbacher kriegen nochmal eine Chance. Dürfte jetzt die letzte Aktion sein. Achtung. Ball geklärt, Cardiolo. Und somit, ja, war es das 2:0. Also kein Tor von Frank Honorar. Anzeigefehler. Starten gut rein. Und setzen uns auf jeden Fall erstmal oben fest. 4. Platz auf jeden Fall. Vielleicht geht ja sogar mehr. Sehr schöne News auf jeden Fall. Miretti erzielt erstes Tor. Freut mich, dass wir mal einen haben, der mal sein erstes Tor schießt und nicht immer der Gegner. Das, ja, sieht man selten, aber Hauptsache gewonnen am Ende des Tages. Du kannst noch mehr, ja, hier diese typischen Nachrichten. Wir werden auch alle Spieler brauchen, das ist natürlich ganz klar. Aber wir sind jetzt erstmal Vierter, haben 4 Punkte vor Leipzig. Und dann nochmal 6 Punkte vor Gladbach. Also wir setzen uns jetzt erstmal oben fest. Die Bayern sind noch Dritter, aber die müssen wohl noch spielen. Dann geht es gegen Stuttgart und dann im Pokal. Und dann kommt Dortmund. Also eine sehr, sehr interessante Woche haben wir jetzt vor uns. Und auf dem Transfermarkt werde ich jetzt nicht mehr zuschlagen. Wir haben, glaube ich, eine gute Truppe. Die Überlegung von mir war ja, dass ich Ebimbe nochmal ersetze. Irgendeinen für die rechte Seite. Aber wir haben für rechts Ansgar Knauf. Wir haben zur Not Chaibi. Wir haben Buta für die rechte Seite. Das werde ich wohl irgendwie hinkriegen. Miller, Larsson. Gut, das ist eher zentral. Und Kunku, der spielt nur links. Und ansonsten werde ich halt die Aufstellung umstellen. Also wenn es überhaupt nicht mehr geht, wenn wir niemanden mehr haben fürs rechte Mittelfeld, dann würde ich, glaube ich, die Formation nochmal umstellen. Dann würde ich zum 4-2-3-1 zurückgehen oder 4-3-2-1. Also vorne sind wir ja gut besetzt. Und wenn sich halt da jetzt noch zwischenzeitlich einer verletzt, das kann immer mal passieren. Also du kannst ja nicht 10 Spieler vorher einkaufen für den Fall, dass sich jetzt halt mal ein paar Spieler verletzen. Das wäre, wie sagt man das? Hanebüchen oder Aktionismus? Nee, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So, wir hätten zwar noch 13 Millionen, aber gut, das kann ich vorspulen. Es ist auch die Champions League. Hier Ende des Monats. Hinspiel gegen Paris, Wolfsburg, Hannover, Schalke. Es wird auch ein sehr, sehr interessanter Monat. Das wird auf jeden Fall erstmal eine sehr, sehr entscheidende Woche. Wir können uns wirklich oben festsetzen. Mit vielleicht sogar Blick nach ganz oben. Im Pokal, da können wir ins Halbfinale einziehen, bin ich der Meinung. Glaube ich, ne? Das ist das Viertelfinale, genau. Und ihr seht die Gegner, da sind jetzt auch nicht mehr so die Kracher mit dabei. Also Leipzig, Bayern, Dortmund sind alle raus. Ich glaube, Leverkusen und wir sind halt somit die stärksten noch verbliebenen Vereine. Aber es könnte ja auch mal einen Überraschungspokalsieger geben, der halt aus Ingolstadt kommt oder so. Was weiß ich. Also, wir spulen mal hier vor. Zack. Werde dann gegen Stuttgart. Ja, mache ich auch Hälfte, Hälfte, ne? Die nächsten 3 Spiele muss ich mal so ein bisschen mischen. So Hälfte A, Hälfte B11. Aber die Liga ist mir eigentlich wichtiger. Pokal wäre aber auch geil. Naja, ihr werdet sehen, gegen Stuttgart. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne auch die restlichen Videos an, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Ihr seht, 4 Punkte vor Leipzig. Wolfsburg hat schon gespielt. Wir können also den Vorsprung noch ein bisschen ausbauen. Oben sieht das auch bislang sehr gut aus. Wir sind gut dabei. Guten Start gehabt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Spiel wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.